Die Marke Hyde kennt man eher von Gehäusen mit Aquarium-Look wie dem Y60 oder dem neuen Y70 Touch. Doch seit diesem Jahr probiert sich Hyde auch an Mauspads und Headsets. Und genau über letzteres soll dieses Video gehen. Aber wird es dem Design- und Qualitätsmaßstab von Hyde gerecht? Wenn man sich die Homepage vom Eclipse HG10 anschaut, haut Hyde schon ordentlich auf den Putz, wenn es um ihr Headset geht. Wettkampfklasse Gaming-Headset, ohne den extra Schnickschnack. Und eine Wireless-Reichweite, sodass ihr noch was aus der Garage holen könnt. Puh! Gerade letzteres schaffen nicht einmal die meisten High-End Wireless-Headsets. Aber lasst uns erstmal das Headset auspacken und über den Inhalt quatschen und schauen, was man so für roundabout 110 bis 120 Euro bekommt. Ich glaube, wir können den Punkt Verpackungen super schnell abhaken, denn diese ist mehr als, basic. Ein Pappkarton im Hyde-Design mit Plastikschieber, wie man es auch von günstigeren Headsets wie Shakun oder etc. kennt. Nichts Besonderes und super schade, dass dort nicht einfach schon auf Plastik verzichtet wurde. Und ich greife jetzt mal ein bisschen vor. Das Unboxing-Erlebnis steht im krassen Kontrast zur Bauqualität des Headsets selber. Aber was bekommen wir jetzt für unser Geld? Natürlich einen kleinen Quickstart-Guide, das Headset an sich, das abnehmbare Mikrofon, den 2,4 GHz Dongle für latenzfreien Soundgenuss und das 1,8 Meter lange USB-C-Kabel zum Aufladen des Headsets. Mehr braucht es aber auch nicht. Das Eclipse gehört von der Verarbeitung und der Haptik definitiv zu einem der qualitativ hochwertigsten Headsets, die ich je in der Hand hatte. Der verstellbare Kopfhügel besteht aus Metall, genauso wie die Ohrmuschelhalterung, was dem Headset eine sehr gute Stabilität gibt. Der Kunststoff fühlt sich sehr dickwandig an und hat ein gutes Finish, das es trotz Plastik hochwertig anfühlen lässt. Die Knöpfe haben einen tollen Klickpunkt und der Lautstärkeregler sucht derzeit noch seinesgleichen. Da war ich wirklich positiv überrascht nach dieser doch eher Unboxing-Experience. Das vegane Leder ergänzt das Ganze zu einem sehr runden Paket, das definitiv auch mit höherpreisigen Headsets mithalten kann. Ein Headset kann aber noch so hochwertig sein. Es bringt nichts, wenn es nicht angenehm auf dem Kopf sitzt. Und eben hier liegt für mich der erste Negativpunkt. Dadurch, dass ich Brillenträger bin, werden meine Ohren etwas nach außen und somit tiefer in die Ohrmuschel gedrückt. Da die Ohrmuschel aber nicht sonderbar tief ist, stoßen diese innen an der Rückwand. Deshalb habe ich 4-5 Freunde mal das Headset aufgesetzt und diese hatten keinerlei Probleme mit dem Tragen. Ich denke, dass man es als Brillenträger einfach mal testen sollte. Als Nicht-Brillenträger sollte es hier aber keine Probleme geben. Der Anpressdruck im Allgemeinen ist stark, aber nicht unangenehm. Das bedeutet für euch freies Ragen, ohne das Headset vom Kopf zu verlieren. Die veganen Lederohrpolster sind weich und runden den Tragekomfort richtig schön ab. Beim Thema Sound bin ich super zwiegespalten. Out of the box klingt es sehr, schwammig. Die Mitten überlagern leider vor allem die Höhen und auch die Bässe kommen etwas kurz. Das ist gut fürs Gamen und Steps in-Game hören, leider aber für mich störend, wenn es um den Genuss von Film und Musik geht. Deshalb habe ich mir ein Equalizer Preset gebaut, das den Kopfhörer um 180 Grad soundtechnisch dreht. Ich blende euch den Equalizer mal ein. Ich nutze für die Ansteuerung meines ganzen Headsets und Outputs Voicemeeter Potato. Hier mal ein kleiner Test, der euch etwas verdeutlichen soll. Habe dafür einfach mal das Headset vor das Mikrofon gehalten, deshalb klingt es etwas komisch, aber ich glaube, dass hier der Unterschied deutlich wird. Hier könnte Hyde mit einem einfachen Firmware-Update nachhelfen. Doch bedauerlicherweise gibt es bisher keinerlei Software für das Headset. Denn die Hardware für guten Sound ist da. 40 mm Neodymium-Treiber, 20 bis 20 kHz Frequenzgang. Das klingt auf dem Datenblatt sehr gut. Hier muss am Equalizer in der Firmware geschraubt werden. Oder eben nachgeholfen werden, damit man das volle Potenzial aus dem Headset holt. Beim abnehmbaren Mikrofon muss man direkt sagen, dass durch die Komprimierung gerade beim Mikrofon aufgrund der kabellosen Übertragung viel auf der Strecke bleibt. Aber das gilt allgemein für bisher 99,9% aller Wireless-Headsets.
Hört euch erst den Mikrofontest an und lasst uns dann kurz darüber reden. Das hier ist ein kleiner Mikrofontest zum Heid Eclipse. Ihr hört das Mikrofon auf einem Pegel von 80% in der Reinform. Ich glaube, dass zum einen dem Mikrofon ein Popfilter wirklich gut getan hätte. Gerade bei Satzanfängen und Plosivlauten wie P und T merkt man, dass dort eben ein Popfilter dem Mikrofon richtig gut ständen würde. Sonst ist das Mikrofon im Mittelfeld für Wireless-Headsets. Nicht besonders gut, aber fernab von schlecht. Da habe ich bedeutend schlechtere Mikrofone schon gehört. Was definitiv auch ein Punkt ist, über den wir reden sollten, ist die Akkulaufzeit. Hier kann ich die Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden grob bestätigen. Ich kam bei voller Lautstärke auf ca. 22 bis 24 Stunden. Auf mittlerer Lautstärke sollten da die angegebenen 30 Stunden ohne Probleme erreichbar sein. Und falls euer Akku mal während einer Session leer geht, mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel könnt ihr beruhigt weiterzocken beim Laden. Anfangs hatte ich ja gezeigt, dass Heid behauptet, dass die Reichweite reichen würde, um bis in die Garage zu kommen. Ich finde diese Aussage super schwer nachzuvollziehen. Wenn man von den Pappmaché-Wänden in den USA und einem einstöckigen Haus ausgeht, funktioniert das sicherlich. Ich komme in meiner Wohnung auf knappe 7 Meter durch 2 dicke Wände. Das ist für mich vollkommen okay, denn so komme ich bis in die Küche, um mir schnell mal einen Kaffee zu schnappen, ohne Calls von Mitspielern oder den Start der Queue zu verpassen. Für rund 110 bis 120 Euro bekommt ihr hier ein super hochwertig verarbeitetes Headset, das hier und da leichtere Schwächen hat. Wäre das Headset nicht so verdammt gut gebaut, würden die Mängel wie der Sound nicht so stark herausstechen und im Kontrast zum Rest stehen. Sollte Heid hier mit der Firmware nachhelfen, ist es eine 100% Kaufempfehlung für ein günstiges Wireless-Headset. Wenn das Produkt so bleibt, würde ich das Headset nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Equalizer einzustellen. Denn dann macht das Headset eben richtig Bock. Das Design ist frisch und modern, Verarbeitungsqualität sucht seinesgleichen in diesem Preissegment. Deshalb entscheidet selbst, aber gebt Heid eine Chance. Vielleicht ist es genau das richtige Headset für euch. Aber was haltet ihr vom Design vom Headset? Was ist euch bei Headsets wichtig? Lasst es mich wissen. Ich habe euch natürlich dieses Headset und weitere Alternativen unten in der Infobox verlinkt. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, drückt das Däumchen und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, das hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt wie bisher.